Für mein Empfinden ist da gar nicht so viel Unterschied und da sind sehr viele Missverständnisse irgendwie dazwischen. Willkommen in unserem neuen Video. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben hier einen Megaspot mitten in den Bergen in Griechenland. Ja, und wir haben es uns hier auch schon ein bisschen gemütlich gemacht. Wir haben unser Camp aufgebaut, denn in den nächsten Tagen haben wir einiges zu tun. Wir waren nämlich auf großer Shoppingtour in Athen und die Sachen müssen jetzt angebracht werden. Ein paar Kleinigkeiten am LKW müssen noch repariert werden. Also wir werden ein paar Tage an diesem schönen Platz verbringen. Auch wir müssen uns mal ab und zu um Papierkram kümmern. Ich mache gerade unsere Buchhaltung, denn die Steuererklärung ist bald fällig. Zum Glück ist Nicolas Schwester Steuerberaterin, die uns total dabei unterstützt. Silvia, Küsschen gehen raus. Vielen lieben Dank. Ja, so sieht das irgendwie nach, ich weiß nicht, 1 oder 1,5 Jahren aus hinten im Kofferraum, ohne dass ich hier einmal alles ausgeräumt habe und sauber gemacht habe. Ich nutze jetzt halt mal die Möglichkeit, wo ja doch ein paar Dinge angehen, das hier auf Vordermann zu bringen. Auf jeden Fall kann ich sagen, das hat ganz gut gehalten, alles so, wie ich mir das ausgedacht habe, mit den Airline-Schienen und so, das hat gut funktioniert. Wir haben gleich einen Telefontermin mit einer anderen Videoplattform. Die möchten auch gerne unsere Videos online schalten. Und da hören wir uns gleich mal an, was die uns so zu erzählen haben. Naja, auf so einer Reise geht ja immer was kaputt, ne? Also nicht nur das, was wir sonst so hatten, sondern halt auch so die Dinge, die man dann eigentlich schon längst hätte machen wollen, aber nie geschafft hat. Und dann waren sie dann doch nicht so wichtig und die Liste wurde immer länger. Und dann haben wir uns jetzt auf den Berg gestellt, mitten irgendwie zwischen ein paar Kiefern, dass wir ein bisschen Schatten haben. Ja, ich glaube, wir werden ein paar Tage stehen hier. Richtig. So, ich glaube, wir haben verstanden, was so die Mission ist. Ihr wollt euch ja schon irgendwie auch abheben von YouTube irgendwo. In gewisser Weise denke ich, dass das Hauptkriterium, was ich verstanden habe, dass es da nicht um einen Algorithmus geht, sondern dass es da eben halt um die Suchfunktion und die richtigen Filter, beziehungsweise Filter, die zur Verfügung gestellt werden und dass keine Videos ausgeschlossen werden in dem Sinne, die man vielleicht hätte gucken wollen, aber dann nicht bekommen, weil der Algorithmus einem das dann halt irgendwie verwehrt. Ne? Ein neuer Tag und ein neues Projekt für mich. Und zwar kümmere ich mich heute um die Fahrerkabine. Da ist eine Sache, die nervt uns schon ein bisschen länger und die werde ich heute angehen.
Seit wir 30 Grad draußen haben, wird es hier richtig warm in der Fahrerkabine. Die Sonne ballert nicht nur während der Fahrt, sondern auch wenn wir stehen. Es wird hier wirklich richtig warm mittlerweile. Und wir haben vor einiger Zeit schon Einziehmuttern vorbereitet für einen Vorhang. Ich glaube, so ein Vorhang wird uns das Leben ein bisschen erleichtern und da kümmere ich mich heute drum. Wir sind ja damals losgefahren und waren noch nicht ganz fertig mit der Kabine. Und wir waren in Athen ja auf Shoppingtour und heute habe ich halt was ganz Besonderes vor. Und zwar will ich für die Decken Leisten anbringen, dass ich endlich auch mal Kabel verlegen kann, damit wir mal Licht in die Kabine kriegen. Bir adam. Bir adam. Kız çocuk meyve suyu içiyor. Unser nächstes Reiseziel ist die Türkei und wir bereiten uns jetzt schon mit der Sprach-App von Rosetta Stone darauf vor. Mit Rosetta Stone kannst du spielend gleich eine neue Sprache lernen. Das ist so intuitiv, als wenn du deine Muttersprache neu lernen würdest. Und mit Rosetta Stone lernst du nicht nur, wie die Sprache geschrieben wird, sondern was wir ganz wichtig finden, vor allem die korrekte Aussprache. Für uns ist es auch wichtig, dass wir Rosetta Stone offline benutzen können, sprich, wir können an jedem Ort die neue Sprache lernen. Wenn du Lust hast, Rosetta Stone auch einmal auszuprobieren, klick jetzt in unsere Videobeschreibung. Wir haben ein ganz tolles Angebot für dich. Rosetta Stone kostet normalerweise 349 €. Mit unserem Link sparst du 50% und du gehst auch kein Risiko ein, denn es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Rosetta Stone kaufst du einmalig und du kannst ein Leben lang alle Sprachen lernen. Also wenn du Lust hast, eine neue Sprache zu lernen oder dich auf den nächsten Urlaub vorzubereiten, schau einfach mal in unsere Videobeschreibung. Damit werde ich heute alles umnähen. Also ab und zu wünsche ich mir schon mal gerne eine Nähmaschine zurück. Aber es muss auch damit gehen und wird es auch. Es ist brutal heiß heute. Ich habe mir den Kopf nass gemacht, dass ich nur einigermaßen einen klaren Kopf habe hier draußen. 36 Grad kriegen wir, das Tarp hilft noch, aber nicht mehr so wirklich viel, weil es geht auch kein Wind. Naja, in der Sonne wäre es gar nicht auszuhalten, aber na gut, was soll's. Also wir haben ein paar Sachen, die müssen wir machen. Das, wo ich jetzt dran bin, naja gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber es muss ja irgendwie auch gemacht werden, sonst würden wir hier die nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen damit in der Kabine rumfahren und also mit den Teilen und das geht halt auch nicht. Ne? So, naja, also von daher ist schon ein ganz schönes Brett hier draußen. Ja. Ja, das war das ja. Genau. Ist auch unser letztes Minütchen. Lass uns mal arbeiten. Also, das sind mal gute Arbeitsbedingungen hier. Schön auf dem Bett rumkauern. Ja. Man kann es auch schlechter haben.
Schöne weiche Matratze. Ich bin jetzt fast fertig mit meinem Projekt Leisten und ich bin richtig froh. Das sieht auch richtig gut aus, finde ich. Und wir müssen halt diese ollen, genieteten Leisten nicht mehr sehen. Das ist jetzt die Vorbereitung dafür, dass wir da Kabel reinlegen können und dann irgendwann auch in direkte Beleuchtung. Da freue ich mich richtig drauf. Ein Projekt für heute ist ein selbstgebautes Küchenregal. Hier ist das nämlich alles noch so ein bisschen leer und ich möchte es gerne ein bisschen wohnlicher haben. Außerdem fliegen unsere Sonnenbrillen hier immer ständig rum und wenn die Sonnenbrillen nicht gerade hier liegen, dann liegen irgendwie noch andere Sachen. Also irgendwas zur Aufbewahrung. Was brauchen wir dafür? Selbst gesammeltes Holz vom Strand, kleines Aufbewahrungskörbchen, Pflanzen, dass das ein bisschen wohnlicher wird und einen kleinen Haken. Heute kann ich mich endlich an die Staubox machen, das ist schon längst überfällig. Mittlerweile ist sie komplett gerissen. Die Gurte haben ganz gute Arbeit geleistet, das hat das Ganze gerettet, aber ist natürlich keine Dauerlösung. Das Problem, warum das Ganze gerissen ist, ist halt dieser Träger hier oben, also von der Staubox, der sitzt direkt unter einer Strebe von der Kabine und die haut halt immer da drauf. Normalerweise müsste ich diesen Träger jetzt hier irgendwie abschneiden und versetzen. Ich habe aber kein Schweißgerät und nicht die Möglichkeit, das hier zu tun und schon gar nicht jetzt hier in der Umgebung. Ich muss mir da also irgendwas einfallen lassen. Also es langt halt nicht einfach die Staubox nur zu reparieren und weiterzufahren, weil dann geht sie halt gleich wieder kaputt. Da kann man schön sehen, wie der Träger die Staubox verformt hat. Also der obere Träger, der die Staubox hält, hat dann sich richtig reingedrückt oben in die Ecke und dann ist es irgendwann angefangen zu reißen. Wie es dann immer so ist, es steckt dann mehr dahinter, als man anfänglich gedacht hat. Ich habe jetzt die ursprünglichen Träger hier und hier gelöst von der Staubox und guck mal, was hier passiert. Also hier drunter ist der Träger, der am Rahmen sitzt. Da dürfte sich normalerweise gar nichts bewegen. Ja, krass. Der ganze Träger hier ist gerissen. Der ist einmal hier komplett bis dahin gerissen. Der hängt jetzt eigentlich nur noch da dran. Und hier sieht man auch, wie diese Strebe total verbogen ist, weil er runtergedrückt wurde. Da kann man sehen, wie viel Kraft da drauf liegt, wenn die Kabine sich bewegt und irgendwo drauf stößt auf irgendein Hindernis. Also wenn die nicht frei sich bewegen kann, die macht alles kaputt. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass die Staubox noch so gut aussieht. Ich meine, der ganze Träger ist gerissen hier. Und die Dinge haben das eigentlich dann noch ganz gut gehalten, weil der hält nicht mehr viel. Ich habe mir folgende Lösung überlegt. Das ist das einzige Material, was ich habe. Ich habe Alublech, das habe ich jetzt in Streifen geschnitten, um halt diesen Träger einmal zu reparieren. Und zwar kommt hier einmal ein Streifen drüber, der dann verschraubt wird und hier drinnen einfach nochmal ein Streifen, der dann über diese Löcher hier verschraubt wird, die schon drin sind. So schwäche ich das Material nochmal zusätzlich. Hier muss ich allerdings Löcher bohren und ich glaube, damit kommen wir dann auch noch ein Stück weit. Vielleicht sogar bis in die Türkei, mal gucken. Da muss ich mir mal angucken, wie sich das dann so verhält auf der Fahrt, wenn wir jetzt die Berge runter sind. Im Übrigen, wenn ihr mal sowas zu tun habt, ich hoffe nicht, dass ihr in die gleiche Lage kommt, aber es lohnt sich halt irgendwie sowas wie Rostlöseröl dabei zu haben. Haben wir auch bei uns im Amazon Shop. Das ist jetzt hier so ein griechisches Produkt. Wenn man mal was bohrt, ist es ganz gut, wenn man das zusätzlich zum Bohren dazu nimmt, dann glüht einem nicht sofort die Bohrerspitze aus. So sieht es jetzt aus. Den Träger habe ich zur Seite gedrückt, also ja, verformt sozusagen, dass der nicht mehr irgendwie mit der Kabine kollidiert. Und ja, das Genietete, das habe ich ja nochmal mit Sikaflex verklebt. Ich glaube, das hält ganz gut. Der Träger, den würde ich jetzt nicht so lassen. Da würde ich gucken, ob ich irgendwie unterwegs Ersatz kriege, irgendwo auf dem Schrottplatz. Wird sich sicherlich sowas finden lassen. Das muss man nicht unbedingt neu kaufen. Für das Bohren und Sägen haben wir natürlich immer irgendwie was drunter gelegt, dass wir dann die Bohrspäne auch immer dann hier mit entsorgen und die nicht hier in der Landschaft rumliegen. Also macht euch da keine Sorgen, wir gehen hier schon sehr bewusst mit der Umwelt um, dass wir hier nichts irgendwie hinterlassen oder dass es irgendein Tier oder der Natur schadet.
Jetzt nach einem Dreivierteljahr bauen wir endlich den richtigen Kühler ein. Den haben wir ja im letzten Video zugeschickt bekommen mit dem Paket. Ihr erinnert euch vielleicht. In der Zeit hatten wir halt eher so einen Workaround in dem Kühlschrank, weil da ja dann ein Sensor verbaut war, der da gar nicht reinpasst. Und wir mussten ja dann die Eisfachklappe ablassen, damit wir überhaupt eine einigermaßen Kühlleistung hatten. Naja, jetzt werden wir wieder ein funktionierendes Eisfach haben. Ja, zusätzlich, ich hatte irgendwann dann auch schon mal einen zusätzlichen Lüfter eingebaut. Das war noch ganz am Anfang, wo wir noch in der Ausbauphase waren. Und da hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass in den wärmeren Ländern dieser Kühlschrank auch Probleme kriegen könnte. Und dem ist jetzt halt auch so. Jetzt hier in Griechenland die Temperaturen, man merkt schon, dass er ein bisschen häufiger läuft, ist natürlich klar, aber er hat halt auch ein bisschen Hitzestau, obwohl der letztendlich nach den Vorgaben eingebaut ist. Und den werde ich jetzt einfach anschließen. Dieses Teil hier ist übrigens mega hilfreich. Also ohne das kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe den schon so häufig verwendet. Also ob nur drinnen oder draußen, weil man da einfach auch gut an jede Ecke rankommt. Und ja, wenn man nur mal eben schnell was machen will und nicht gleich den großen Akkuschrauber rausholen will, dann ist das halt einfach optimal. Das ist jetzt das Y-Kabel, was ich eingebaut habe für den zweiten Lüfter. Hier ist der Originallüfter unten dran an dem Verdampfer. Und der andere Lüfter, den ich eingebaut habe, der sitzt da in der Ecke und bläst das dann raus. Für uns geht es jetzt weiter. Das war richtig gut, dass wir hier hochgefahren sind in die Berge. Das hat gut getan. Die Temperaturen waren richtig gut erträglich. Wir konnten auch arbeiten. Habt ihr gesehen? Das war auch mal nötig. Also so eine Plätze sich mal zu suchen, wo man mal ein paar Sachen erledigen kann. Das geht eigentlich ganz gut hier in Griechenland. Auch den haben wir ganz schnell gefunden. Auch ohne die üblichen Stellplatz-Apps. Ja, leider müssen wir jetzt aber runterfahren wieder ins Tiefland, weil wir brauchen ein paar Vorräte. Und das ist jetzt schon relativ spät. Wir werden wahrscheinlich nicht so sehr wieder in die Berge raufkommen. Zumal so wie es jetzt auf der Strecke liegt, Richtung der Türkei, ist das, sind da nicht mehr so viele Berge, wo man dann das ein bisschen kühler haben kann. Aber wir haben da was gefunden und mal sehen. Entweder fahren wir da heute noch hin oder dann erst morgen. Ja, den Stellplatz hier, den hinterlassen wir absolut sauber. Da achten wir auch immer drauf, auch wenn wir hier arbeiten oder so, da lassen wir nichts zurück. Das Einzige, was man hier vielleicht vorfinden wird, ist halt niedergetrampeltes Gras, aber auch das wird sich dann irgendwann wieder erholen. Ja, das ist uns irgendwie wichtig. Das ist ja auch normal, also selbstverständlich. Ne? So. Auf geht's.
Blick hier. Aber schon gut, jetzt hierher gefahren zu sein. So, jetzt in den Bergen, das war zwar dann nachts kühl, aber tagsüber genauso warm. Und wir haben jetzt in der Wetter-App gesehen, dass jetzt hier in der Nähe des Olymp, also in dem Gebiet, dass es dann als auch tagsüber so um die 28, 29 Grad nur hat. Und das lässt sich dann ganz gut aushalten, zusätzlich mit dem Wind hier. Ja. Also wir haben ja schon so Rückmeldungen von euch auch bekommen, ne, so von wegen, dass es warm ist und das muss man ja damit rechnen in Griechenland und so. Und ja, ist ja auch alles richtig, ne? Sommer. Darum geht es auch gar nicht. Ne? Worum es geht, ist halt ein Erfahrungsbericht, wie es halt ist, mit dem Camper unterwegs zu sein. Und das ist halt eine ganz andere Hausnummer, als jetzt irgendwie hier irgendwo in einer Ferienwohnung oder in einem Hotel zu sitzen. Weil man muss sich das halt vorstellen, dass das in so einem Camper ist wie in einer Baracke, ne? Wie in einer Wellblechbude, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht noch ein bisschen besser natürlich, weil wir halt eine Isolierung haben. Aber wenn sich die einmal aufgeheizt hat und irgendwann heizt sich alles auf, egal wie gut das gedämmt ist, dann kriegt man das auch nicht mehr so schnell raus. Und dann ist es halt so, dass man dann nachts auch nicht mehr pennen kann, weil die Luft nachts nicht abkühlt. Und das ist halt das Wichtige, eben halt nachts. Dass es nachts die Temperatur weit genug runtergeht, dass sich der Körper erholen kann. Weil ab einer gewissen Temperatur kann sich der menschliche Körper nicht mehr erholen. Und das macht sich dann halt bemerkbar. Dann fühlt man sich nur noch matschig, kriegt eigentlich nichts mehr auf der Kette. Und ja, darum geht es eigentlich nur. Es ist irgendwie noch, ich glaube, früher morgen, so 10 Uhr oder so. Und wir wurden gerade eingeladen von Griechen, die jetzt hier am Stand gerade feiern am Sonntag. Wir haben gefragt, ob wir das einmal filmen dürfen, wie die letztendlich hier ihr Leben so feiern einfach und dass wir euch das zeigen können. Und sie haben gesagt, ja, gerne. Und wir freuen uns total, euch das auch zeigen zu können. Also ist es halt einfach, ist einfach mega. Es ist einfach, diese Gastfreundschaft ist so großartig, einfach so großartig. Ja, ich bin so happy. Und das sind ja die Eindrücke, die wir euch ja auch zeigen wollen, was uns so widerfährt, was wir so erleben hier. Und das ist übrigens das Camp, das könnt ihr da sehen, da im Hintergrund. Die haben sich hier aufgebaut. Und ja, wir sitzen da jetzt, trinken gemütlich und einer ist dabei, der kann halt gut singen und hat eine Karaoke-Maschine dabei und singt halt uns ein Ständchen auf Russisch oder auf Griechisch. Und ja, mal gucken, wie der Tag so wird. Представляешь, у нас как компания очень Нет, Витя, ты долго разговариваешь. Es war ein richtig schöner Tag irgendwie. Also wir wurden eingeladen, hatten zu essen, hatten zu trinken, richtig leckeres Essen. Und irgendwie war das mal wieder so einer dieser besonderen Tage, so wie damals in Albanien zum Beispiel, wo wir einfach ganz unverhofft Leute kennengelernt haben, die uns eingeladen haben. Und im Grunde genommen haben wir dann den ganzen Tag mit den Leuten verbracht und das war wieder eine besondere Erfahrung. Und das Geilste ist, morgen werden wir von George, das ist einer von den beiden, zu einer Monastery, zu einem Kloster gebracht und das zeigt er uns dann. Und er hat halt bei ganz vielen Klostern die Dächer gemacht. Und ich denke mal, er wird uns seine Arbeit zeigen, aber er wird uns auch das Kloster zeigen. Also eigentlich wissen wir gar nicht, was uns da erwartet und wir freuen uns schon drauf. Die holen uns jetzt dann hier morgen ab. Es war auch nochmal so eine nette Erfahrung. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie ist es hier eigentlich in Griechenland und ja, so ein bisschen Vergleiche aufgezogen. Wie sind die Leute in Griechenland, wie sind die Leute in Deutschland? Und für mein Empfinden ist da gar nicht so viel Unterschied und da sind sehr viele Missverständnisse irgendwie dazwischen. Wir wollen ja gar nicht so eine politische Plattform aufmachen, darum geht es gar nicht. Aber uns geht es einfach darum, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen wollen, unabhängig von irgendwelchen Berichterstattern, die es halt da draußen gibt, großen halt, ne, so, also die üblichen Zeitungen, Zeitschriften, sondern wir wollen unsere eigene Erfahrung machen. Und das ist wirklich super interessant. Also super interessant, was wir so kennenlernen und was wir eigentlich bisher sonst für Glaubenssätze so hatten. Und das
das macht schon was aus. Also Reisen ist eigentlich das richtige Instrument, um die Welt wirklich so kennenzulernen, wie sie ist. Ja, was für ein ereignisreicher Tag heute. Mittlerweile ist Abend und wir werden jetzt noch ein bisschen Abendbrot essen und heute ist ja auch Sonntag und da ist das neue Video gerade online gegangen und wir werden uns jetzt mal eure Kommentare angucken. Da sind wir schon ganz gespannt drauf. Ja. Wenn ihr das gesehen habt, dann ja, ist das Video ja jetzt auch schon online und wir freuen uns natürlich dann auch bei diesem Video wieder auf neue Kommentare. Also haut kräftig in die Tasten und ja, wir freuen uns drauf.